Es ist ein raues, ein dünn besiedeltes Land. Eigentlich ist es gar kein Land und doch sind seine Grenzen bewacht. Hier treffen Wüsten auf Regenwälder und gewaltige Gletscher auf Fjorde. Es ist das Land zwischen den Ozeanen. Es ist das Land am Ende der Welt. Patagonien. Sechs Monate quer durch Patagonien. Ein Film über ein ganz besonderes Abenteuer. Wir entdecken dieses wunderschöne Stück Land mit unserem 40 Jahre alten Volkswagen T3. Uns ist klar, dass das kein Kinderspiel wird. Wir wollen die gesamte Route A3 der argentinischen Ostküste bis Feuerland nach Ushuaia fahren und danach die Carretera Austral in Chile von Süden bis nach Norden. Es ist Oktober. Mit dem beginnenden Frühling machen wir uns auf den Weg nach Süden, damit es nicht mehr so kalt ist, wenn wir Ushuaia, die südlichste Stadt der Welt, erreichen. Wie sich herausstellt, purer Optimismus. Denn es kommt anders. Wir sind aufgeregt, endlich an dem Ort zu sein, über den wir seit Jahren sprechen. Bunte Papageien begrüßen uns und mit lautem Geschrei kreisen sie über unseren Köpfen. Nach ein paar Kilometern verwandeln sich die Klippen in riesige Sanddünen. Der Wind verwandelt die Strecke immer weiter in einen Sandstrand. Wir bleiben zum ersten Mal stecken. Damit hatten wir gerechnet. Scheiße! Otra vez! Zug! Nach diesem intensiven Tag wollen wir nur noch essen und ins Bett. Vom Meer hören wir Geräusche. Wir können unseren Augen und Ohren kaum glauben. Es ist der Atem der Wale. Direkt vor uns spielen zwei gigantische Tiere und sie sind zum Greifen nah. Wir möchten zu ihnen rüber schwimmen. Wir sind sehr dankbar für diesen ergreifenden Moment. Unsere erste Begegnung mit dem südlichen Glattwal war sehr emotional.
Ob das eine gute Idee ist, hier zu tauchen, kann ich noch nicht sagen. Das Wasser ist sehr kalt und man kann sich im dicken Neopren fast nicht bewegen. Doch dann kommen sie. Sie kommen direkt zu mir. Manchmal vergesse ich vor Freude zu atmen. Mitten in der absoluten Trockenheit liegt eine Oase am Chubut River. Wir freuen uns auf ein paar Tage Entspannung. Aber vor der Ruhe kommt der Sturm. Lammfleisch ist das Einzige, was man hier frisch kaufen kann. Mit Schafsschwänzchen. Boah, sieht das gut aus. Oh, Hammer, 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 Hammer. Na, hast du dein Knocki? Im Vorfeld von so einer Reise macht man sich natürlich über so einiges Gedanken. Wir hätten uns aber niemals vorstellen können, dass uns das passiert. Natürlich ist es wichtig, Abstand zu wilden Tieren zu halten. Aber was macht man, wenn Pinguine aufdringlich werden? Wer seid ihr denn? Hi. Hi, wer bist du denn? Ihr seid ja echt die Allerschürfsten, ey. Und das Allergeilste ist, die stinken total nach Fisch. Die sind echt schwer und das interessiert. Jetzt beißt Alessandra. Jetzt beide.
Jetzt beißen beide Alessandra. Was will ich denn jetzt auf mich zu hauen? Dann hau ich dich auch zurück, dann hau ich dich ja hoch. Der haut mich an. Aua. Aua. Auf mich zu hauen, da hau ich dich gleich zurück, dann mach ich dir gleich. Und der haut mich. Der ist ja verrückt. Aua. Jetzt ist gut. Aua, jetzt ist mal Schluss hier. Ich gehe ja schon. Ich gehe schon. Die Sonne geht unter und wir haben noch keinen Schlafplatz gefunden. Zum Glück treffen wir Nadja und Daniel. Sie nehmen uns direkt mit zu sich nach Hause. Die Argentinier sind sehr gastfreundlich. Ein wunderschöner Abend. Das zweite Wort, das du in Patagonien nach Buenos Dias lernen wirst, ist Ripio. Ripio ist aber nicht nur eine Schotterpiste, es ist eine Waschbrettpiste. Der Wind bläst so stark, dass nur kleine Pflanzen und Büsche hier überleben können. Es ist wirklich schwer, sich vorzustellen, dass hier vor 65 Millionen Jahren ein tropischer Wald mit riesigen Bäumen stand. Jetzt ist es eine Mondlandschaft. Man fühlt sich wie in einem Science-Fiction-Film. Übrig ist nur noch dieser versteinerte Wald. Alles voller Holzspäne, könnte man sagen. Ja, also sieht aus wie Holzspäne, aber hör mal. Könnt ihr das hören? Es klingt wie... Ja. Echt krass. Incredibile, che emozione! Adesso oírlo, fortísimo.
2000 Kilometer nach Buenos Aires kommt der kleine Ort Fitzroy. Der Ort ist hier nur entstanden wegen der Bahnlinie. In der alten Station ist ein kleines, wunderschönes Museum. Einst waren die Engländer hier und haben im großen Stil Schafswolle produziert. Die alten Gleise sind letzte Zeugen dieser Zeit. Seitdem die Bahnlinie geschlossen ist, wird der Ort von immer mehr Menschen verlassen. Das mal fett, voll der Sturm. Das ist so krass hier vom Wind, aber gerade eben ein Tornado lang gezogen, also ein Tornado, also so eine Windrose halt. Voll krass, echt unglaublich. Und wir sind, also ich drehe mich jetzt mal um einfach. Das ist der Knaller, der letzte Wildfluss Argentiniens, unberührt. Und wir sind hier, ja, kurz vorm Ende der Welt. Wasser ist so kalt, jetzt sind meine Hand friert mir ab. Unglaublich, eiskalt. Die Straße ans Ende der Welt bringt uns bis Punta Delgada. Bis hierher war es schon ein Abenteuer. Aber jetzt müssen wir die stürmische Magellanstraße überqueren. Wir sind da an der Magellanstraße. So, jetzt aufs Schiff und auf die andere Seite. Unberechenbare Winde und starke Strömungen machen diese Passage zu einer der schwierigsten Schiffsrouten. Auf der anderen Seite liegt Feuerland. Es ist so krass windig, ich kann das Lenkrad nicht loslassen, wirst dir weggeschoben. Geschafft, wir sind in Feuerland. Juhu! Also der Weg wird immer krasser und die Landschaft wird auch immer krasser. Ist einerseits total schön, aber andererseits total wild und alles voller Guanacos. Der Wind ist so dermaßen krass. Also wir segeln hier lang mit 90. Der kommt so schräg von vorne, das geht noch. Aber man muss sich schon voll konzentrieren. Also ich kann echt wieder im T-Shirt da sitzen, aber nur weil unsere Standheizung hier Vollgas ballert und das Auto schaukelt. Also wir sind angekommen an der Pinguinera. Wir sind natürlich viel zu spät dran, das wussten wir aber auch. Ich dachte, pennen wir halt hier, können wir ja morgen früh dann gleich da rein. Können wir ausschlafen, die machen erst um 10 auf, aber der Wind, das ist so kalt draußen, das ist so unglaublich kalt, hier friert echt die Nase ab. Also ab morgen ist Skihose angesagt, das ist mir, also da draußen ist mir echt zu kalt.
Der Königspinguin ist der zweitgrößte Pinguin der Welt. Auf dem südamerikanischen Kontinent kann man sie nur hier im Naturreservat im chilenischen Teil Feuerlands entdecken. Es fühlt sich gut an, die Bäume und die grünen Berge um uns zu sehen. Es ist Sommer, aber wir können die Wärme dieses Wortes nicht spüren. Nach mehr als 3000 Kilometern durch ganz Argentinien nähern wir uns dem Ende der Welt. Hier endet auch die Ruta 3. Wir haben es geschafft! Ist wie geil. Das Wort Ende lässt uns automatisch an etwas Trauriges denken. Das Ende einer Beziehung, das Ende einer Zeit und umso mehr das Ende der Welt. Doch dreht man sich hier um, ändert sich nicht nur die Richtung, sondern jetzt liegt die ganze Welt vor einem. Das ist der weiteste Punkt, den wir auf dieser Reise von zu Hause entfernt sind. Für uns geht es jetzt nur noch Richtung Norden, Richtung Wärme. Na Baby, bist du genervt vom Wind? Total, Mann. Das ist so krass heute, dass das Auto hier wackelt. Also alles, was hier wackelt, seht im Video, ist der Wind. Ja. Oh, ich kann nicht mehr und es ist so laut. Und ich freue mich wirklich auf die Zeit, wenn wir mal keinen Wind mehr haben. Es macht echt keinen Spaß, durchgehend Winterjacke. Meine Augen sind voller Sand, meine Ohren sind voller Sand. Ja, ich bin genervt vom Wind. Leute, das ist so krass heute. Heute ist der krasseste Tag in Patagonien, den wir bis jetzt hatten. Ihr seht ja, wie ich aussehe, wie ich eingepackt bin. Das ist so windig. Ach echt? Kein Boot? Too windy. Ah. No salen. Hoy nada. Mañana. Also morgen um 14 Uhr. Genau. Okay, alles klar. The sound isn't hearable. The wind is so hard. The boat is coming. Das Boot kommt!
Manchmal ist es schön, ein paar Kilometer mit anderen zu teilen. Das Erlebte wird zu einem gemeinsamen Abenteuer. Diese Überfahrt werden wir alle so schnell nicht vergessen. Das Schiff kämpft gegen den Sturm und die Magellanstraße lässt die Autos auf dem Deck tanzen. Wir freuen uns über die Ruhe auf der chilenischen Seite der Meeresstraße. Es ist zwar immer noch kalt, aber hier weht wenigstens kein Wind. Wir hoffen auf ein paar ruhige Tage. Das haben wir auch bitter nötig nach Feuerland. Mali, hier, ey. Nichts haben wir gefangen, gar nichts. Aber dafür sind die Delfine direkt neben dem Boot geschwommen und unter dem Boot drunter. Das war echt voll schön, ey. Von der Magellanstraße geht es in Richtung Norden. Die ersten Ausläufer der Anden sind nur ein Vorgeschmack auf das, was uns erwartet. Mit dem Ende des Asphalts beginnt für uns das Abenteuer. Jeder Blick begeistert und erfüllt uns mit Glück und Dankbarkeit. Die Bilder, die wir hier in uns aufnehmen, werden für immer bleiben. Wer nach Patagonien kommt, sucht Natur und Einsamkeit. Hier, wo der graue Fluss in den Serrano-Fluss mündet, mit Blick auf den Torres del Paine, haben wir alles gefunden, wonach wir gesucht haben.
Auf dem Weg zur argentinischen Grenze besuchen wir ungeplant ein Rodeo. In Chile ist Rodeo ein Volkssport. Früh am Morgen machen wir uns auf den Weg Richtung Perito Moreno, dem wohl bekanntesten Gletscher der Welt. Leider dürfen wir mit Hunden nicht rein. Deshalb lassen wir den Bus draußen stehen und fahren die letzten Kilometer per Anhalter. So, wir machen Zwangspause. Wir sind ja hier mit der Family, mit dem weißen Bus hier hinter uns unterwegs. Und sind noch 5 Kilometer bis zum Gletscher. Wir haben den auch schon gesehen. Der sieht so beeindruckend aus. Unglaublich. Also wirklich echt krass. Mercy me, oh mercy mine. Down on my knees, I got my arms stretched to the sky. Trouble to the left of me, sorrow to the right. Can you hear me, Lord, and can you lead me to the light? I lift my voice, I call your name, as I toil down in this valley of strife and pain. I've been over backwards, paid it all forwards, don't have a dime to my name, and my debt to you could never be repaid. When the heat wave starts to break, and the ice and snow melts away, when the tears we've cried have all run dry, we find the rainbow's end, we'll be walking in the sunshine with him. Seitdem es Menschen gibt, ist hier Wüste. Die Entfernungen sind gewaltig. Es kommt vor, dass über 300 Kilometer kein Haus zu sehen ist. Und doch haben hier schon vor 10.000 Jahren Menschen gelebt. Ihre Hände kann man noch heute an den Felsen sehen, als wären sie gestern hier gewesen. Es geht weiter Richtung Norden, auf der berühmtesten Straße in Argentinien. Wir sind auf dem längsten Highway der Welt. Hier ist die Route 40 aber voller Schlaglöcher. Die heißen hier Baches. Man muss sehr vorsichtig fahren, damit man rechtzeitig bremsen kann. Die Sonne auf der Haut tut sehr gut. Nach 4 Monaten in Patagonien haben wir es wirklich vermisst. Kein Wind, ein atemberaubender Blick über die chilenischen Anden, ein perfekter Tag. Such den, such. Achtung, da taucht sie, ach, da von unten. Mali taucht. Fein, wo ist der Stocki? Komm.
Fisch? Ich habe keinen Fisch gesehen. Creo se ha librado. No, está siempre fijo. Mannaggia. Ah, si è liberato. Cool. Cool, Chazi. Por suerte ha hecho solo. Wir sind wirklich am Verzweifeln. Kaum in Chile angekommen, haben wir große Probleme mit unserem Bus. Zum Glück hat uns das Universum Esteban und Paula geschickt. Sie waren auf einmal da. Und am nächsten Tag, ein Sonntag, haben wir unseren Hermann, so heißt unser Bus, gemeinsam repariert. Jetzt sind wir bereit für die legendäre Carretera Austral. Diese Straße ist die wahrscheinlich malerischste Straße in Patagonien. 700 Kilometer Schotterstraße entlang am patagonischen Eisschild. Wenn man wie wir hin und zurück fährt, dann das Doppelte. Schau mal die Pflanzen, die Blätter los Rojas und Siva. Riesig. Wir müssen sehr langsam fahren, damit das Auto nicht kaputt geht. Es kann ja nie laufen ohne. Wir wollten gerade 2 Anhalter mitnehmen, die hier standen und gebeten haben, dass wir sie mitnehmen. Und was passiert? Was passiert? Unser Hauptwassertank ist abgerissen. Das ist echt die Halterung abgerissen. Also wir sind jetzt 200 Kilometer Ripio gefahren und es ist die blöde Halterung abgerissen. Guckt euch das mal an. Also bisher waren wir hochzufrieden. 2 Jahre lang hat es gehalten. Alles super. Jetzt reißt uns der Tank ab. Voll beladen, 60 Liter. Ja, jetzt haben wir den erstmal provisorisch repariert. Ist jetzt nicht besonders schön, aber wichtig ist, dass wir mit diesem Ding in irgendeiner Art und Weise weiterkommen. Ich habe alles dabei. Also ich habe die Halterung, die Aufhängung dabei, ich habe noch eine neue Pumpe dabei. Ich habe wirklich alles für den Tank dabei. Das heißt, wir können den ohne Probleme reparieren. Björn kann den Tank reparieren und wir können einige Tage an diesem wunderschönen See verbringen. Den Tipp haben wir von Esteban und Paula. Weit abgelegen vom Tourismus ist der Ort eine absolute Perle. Die Hälfte der Carretera Austral haben wir geschafft.
Auf dem Weg nach Süden kreuzen wir türkisfarbene Flüsse und quälen unseren Bus über die Schotterpiste. Wir kommen zum Rio Baker. Das ist der wasserreichste Fluss Chiles. Man kann sehen, wie die Wassermassen in Stromschnellen tanzen und in gewaltigen Wasserfällen Richtung Meer fließen. Eine Sache, die wir irgendwie nicht erwartet hatten, ist die Stellplatzsuche. Es ist wirklich sehr schwer, einen Schlafplatz an der Carretera Austral zu finden. Auf beiden Seiten der Straße ist Zaun und man hat nur wenige Stellen, an denen man sich hinstellen kann. Schon Erfolg? Haben wir einen Fisch? Nein, wie immer nicht. Wir haben auf dem ganzen Trip bisher keinen einzigen Fisch gefangen. Also wird gekocht, was noch da ist. Absolut lecker. Also schmeckt echt wie Quiche. Was will man mehr? Caleta Hotel hätten wir uns sparen können. Ein Ort, der vor allem für Touristen existiert. Wir sind trotzdem total glücklich, hier zu sein, weil wir sind nämlich zum allerersten Mal in unserem Leben am Pazifik. Wir haben es geschafft, wir sind am Pazifik angekommen und jetzt werde ich gleich meinen Finger in den Pazifik reinstecken, weil ich habe den Pazifik noch nie gesehen in meinem Leben. Also bis hier ist also eigentlich auch nur der Rio Baker, aber es ist ein Fjord, wo wir sind und der Rio Baker, der färbt das hier alles schön türkisfarben mit seinem Sediment. Und wir sind froh, dass wir es gemacht haben, wir haben es geschafft, wir haben die Carretera Austral geschaffen. Wir haben die Uns zieht es wieder in die Natur, zurück zur Carretera Austral. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Ustedes? ¿Vienen más? Muy bueno. Nachdem wir die ganze Carretera Austral wieder bis Coyhaique zurückgefahren sind, ändert sich alles um uns herum. Wir fahren an Pflanzen mit riesigen Blättern und hunderten Wasserfällen vorbei. Der Sommer geht hier zu Ende.
Und doch haben wir das Gefühl, dem Frühling entgegenzufahren. Könnt ihr die Delfine sehen? Das ist so wunderschön, ey. Da schwimmen die. Da. Na du kleiner Wookie, du auch, du schlabberiges Tier. Ist dir zu warm, ne? Ja, verstehe ich. Dann machst du relaxen. Und kalt? Oh, zieh. Wer hat den In the middle of Carretera Austral in Chile, this is our situation. Es ist wie so eine verlassene Insel. Also sowas habe ich noch nie in Europa oder sowas gibt es in Europa einfach nicht mehr. Wir sind jetzt hier 30 Kilometer Rippelpiste durch den Urwald gefahren. Und diese Caleta Gonzalo, wo wir gerade sind, das ist gottverlassener kleiner Ort. Und also da gibt es eigentlich gar keinen Ort, sondern es ist einfach nur ein Fähranleger. Und hier wird die Straße halt verlängert, weil hier keine Straße mehr ist. Und Alessandra sucht jetzt gerade mal, ob es hier irgendwie Offizielle gibt, dass wir die Fähre bezahlen können. Es hat geklappt. Wir können aufs Schiff. Oh, mira que guay. Ja, voll krasses Abenteuer, ey. Wir sind jetzt angekommen, wir haben die erste Fährstrecke hinter uns, das waren 45 Minuten. Und jetzt fahren wir alle in einer Kolonne durch einen stockfinsteren Wald hier zur anderen Fähre. Und da steigen wir dann wieder aufs Boot, alle gemeinsam, und dann geht's weiter. Und hinter uns ist der die Straße schließt, also der Letzte sozusagen, der aufpasst, dass keiner ausfällt. Und der sagt dann Bescheid, alle angekommen, und dann geht's weiter. Ist ja geil, ey. Was ein Abenteuer. Juhu. Die letzten 400 Kilometer waren sehr anstrengend für uns. Aber am Ende haben wir auch die zweite Fähre erreicht. Was für ein Abenteuer! Unser Ziel Puerto Montt rückt in greifbare Nähe. Mit dem Erreichen von Puerto Montt endet auch Patagonien. Es war unser bisher größtes Abenteuer. Die Zeit reicht niemals aus, um auf einer Reise alles zu sehen. So bleibt Patagonien für uns auch weiterhin voller Orte, die es zu entdecken gibt. Wir werden die Zeit in diesem wilden Land niemals vergessen. Dem Land am Ende der Welt.